In meinem Kanal Memories of Johnny geht es in erster Linie um die Frage, wer Johnny Cash als Mann, als Mensch, als Künstler war. Deshalb erzähle ich Stories aus seinem Leben oder über ihn und präsentiere am Schluss einen passenden Song dazu. Heute geht es um Johnny Cash Songs, die er nicht selbst geschrieben hat, die aber mit ihm verbunden bleiben und zwar für immer. Dabei geht es um eine, wie ich finde, sehr wichtige Eigenschaft von Johnny Cash, die auch gleichzeitig eine seiner größten Stärken ist. Wenn du interessiert bist und weitere Details wissen möchtest, bleib gerne dran. Am Schluss präsentiere ich den, wie ich finde, wunderschönen Song Here Comes That Rainbow Again, den ursprünglich sein Freund Chris Christopherson geschrieben hat. Damit herzlich willkommen zu Memories of Johnny. Gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Du kennst sicher die Songs Ring of Fire, Jackson, Ballad of Ira Hayes, A Boy Named Sue, Sunday Morning Coming Down, Highwayman oder auch nicht zuletzt Hurt. Alle diese Songs haben etwas gemeinsam. Johnny Cash hat sie nicht geschrieben oder komponiert. Trotzdem denkst du sicher an Cash, wenn du nur die Titel dieser Songs hörst. Und das ist auch nur eine winzige Auswahl. Es gibt noch eine weitere zahllose Menge an Songs, die ebenso für immer mit Cash verbunden bleiben. Wenn jemand die Lieder eines anderen Künstlers, einer Künstlerin singt oder interpretiert, spricht man von Covern. Wenn Johnny Cash ein Lied coverte, klang es für mich immer schon, als wäre es sein eigener Song. Im Buch The Life in Lyrics, sein Leben, seine Texte, das steht hier hinter mir in Gelb, spricht der Autor von einem zweischneidigen Schwert. Einerseits war es für einen Künstler eine großartige Ehre, von einem der größten Künstler aller Zeiten gecovert zu werden. Andererseits bestand für den Songschreiber oder Künstler immer ein gewisses Risiko, dass sein Song auf ewig Johnnys Handschrift trug. In einigen meiner Videos war das auch schon Thema. Zum Beispiel habe ich in Johnny Cashs Lieblingsmusik, ich blende es kurz ein im Hintergrund, schon mal erwähnt, dass er immer begierig darauf war, die neue Alben von Künstlerinnen oder Künstlern kennenzulernen, deren Platten zu kaufen. In meinen Videos Roots of Cash, die Wurzeln von Cash, da ging es um die Musik von Jimmy Rogers, der Carter Family und Hank Williams, die Cash stark beeinflusste. Und in jeder Folge habe ich einen Song präsentiert, den Cash selbst auch schon gecovert hatte. In den Folgen Friends of Cash, Freunde von Cash, ebenso, zum Beispiel in Chris Christopherson und in der Folge, wo es um Bob Dylan ging. Insofern habe ich schon einige Coversongs von Cash in meinen Folgen vorgestellt. Diese Folge rundet das Thema aus meiner Sicht gewissermaßen ab. Nochmal zu dem Buch The Life in Lyrics. Dort schreibt der Autor, ich zitiere mal, das Lied eines Kollegen zu covern war für Johnny die größte Wertschätzung, die er einem Musiker zollen konnte. Zitat Ende. Das, finde ich, bringt uns jetzt genau zu dem Punkt. Lieder, die er nicht wertschätzte, die hat er auch nicht gecovert. Er musste eine Beziehung zu diesem Song haben, sonst funktionierte es nicht. Wenn das passierte, vertiefte er sich in die Worte, die Melodie und den Rhythmus so tief, dass er sozusagen eins wurde mit dem Song. Und der Name Trent Reznor, der sagt dir vermutlich nichts, der gehört zur Punkrock-Band Nine Inch Nails. Du kennst mindestens einen der Songs, die Reznor geschrieben hat, nämlich Hurt. Für Cash war es einer der besten Anti-Drogen-Songs aller Zeiten. Jetzt kann man sich das vielleicht bildlich so vorstellen. Cash verschwindet mit Reznors Song und seiner Gitarre im Wohnzimmer und kommt nach gewisser Zeit mit seinem eigenen Song wieder raus. Reznor selbst sagte sinngemäß, es sei ein Gefühl, als würde jemand mit deiner Freundin ins Bett gehen. Natürlich überwiegt der Stolz, von einem der größten Songwriter aller Zeiten gecovert zu werden, aber Reznor sagte auch, es sei fast nicht mehr mein Song, es sei fast nicht mehr sein Song, sein geistiges Eigentum. Ich glaube, noch treffender kann man diese Eigenschaft von Cash nicht auf den Punkt bringen. Und um noch ein paar andere Beispiele anzubringen aus den späteren Jahren, so erging es auch Bruce Springsteen mit Highway Patrolman
Oder ich muss gucken, Leonard Cohen mit Bird on a Wire, Tom Petty mit I Won't Back Down oder Sting mit I Hung My Head und vielen, vielen anderen. Falls du es selbst mal erleben möchtest, hör dir im Vergleich doch einfach mal ein paar Beispiele an. Die findest du auch schon in der Anfangszeit von Cash, zum Beispiel Waiting for a Train von Jimmy Rogers oder I'm So Lonesome I Could Cry und Cold Cold Heart von Hank Williams. Oder auch eine der zahllosen Versionen von Ghost Riders in the Sky. Ich bin gespannt, ob es dir so wie mir geht. Cash bleibt mein klarer Favorit. Eine weitere Eigenschaft von Cash war das Neuarrangieren von Songs. Das ist passiert also entweder, wenn man sich die Melodie eines anderen Songs nimmt und einen neuen Text dazu schreibt. Das hat er beispielsweise mit Understand Your Man gemacht auf Bob Dylan's Don't Think Twice, It's Alright. Oder auch ein altes Volkslied, ein Folksong zu nehmen und neue Strophen dazu zu schreiben, wie beispielsweise in Delia's Gone. Den Song habe ich in dem Video, was ich im Hintergrund einblende, ja auch kürzlich vorgestellt. Einer von Cashs berühmtesten neu arrangierten Songs ist meiner Meinung nach auch der Folsom Prison Blues. Das Original heißt Crescent City Blues und auch die Geschichte dazu habe ich in dem Video im Hintergrund ja schon einmal vorgestellt. Der Song, den ich mir für heute ausgesucht habe, heißt Here Comes That Rainbow Again von Kris Kristofferson. Er stammt von diesem Cash-Album Rainbow, das steht hier bei mir im Hintergrund, ist wahrscheinlich eine von Cashs weniger bekannten Coversongs, aber zwei Gründe, warum dieser Song. Zum einen finde ich ihn persönlich wunderschön, zum anderen habe ich in meinen Videos schon viele von den bekannteren Coversongs von Cash vorgestellt und wollte gerne mal etwas Neues bringen. In diesem Song, das ist ein Appell an die Menschlichkeit. Zwei kleine Kinder wollen im Café Süßigkeiten kaufen, haben aber nur einen Penny. Und trotzdem bekommen die beiden für ihr weniges Geld was von der Bedienung. Im Song erscheint ein Regenbogen und der Duft von warmem Regen im Sommerwind. Kris Kristoffersons einmalige poetische Lyrik von Johnny Cash interpretiert und so klingt es in meiner Version. The scene was a small roadside cafe. The waitress was sweeping the floor. Two truck drivers drinking their coffee. Two oaky kids by the door. How much are them candies, they asked her. How much have you got, she replied. We've only a penny between us. That's two for a penny, she lied. And the daylight grew heavy with thunder, and the smell of the rain on the wind. Ain't it just like a human? Here comes that rainbow again. One truck driver said to the waitress, after the kids went outside, them candies ain't two for a penny. So what's it to you, she replied. In silence they finished their coffee, got up and nodded goodbye. She said, hey, you've left too much money. So what's it to you, they replied. And the daylight grew heavy with thunder, and the smell of the rain on the wind. Ain't it just like a human? Here comes that rainbow again. Ain't it just like a human? Here comes that rainbow again. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. Was wäre Johnny Cash ohne seine Gitarre bzw. Gitarren der Firma Martin? Das ist Thema meiner nächsten Folge, Johnny Cash und seine Martin-Gitarren. Dazu war ich eigens im Musikinstrumentenmuseum in Markneukirchen. Ich glaube, es wird eine spannende Folge. Freue mich aufs Wiedersehen. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.